Alles klar. Jetzt können wir so ein Projektil, das der Wurmgegner verschießt, auch spawnen lassen. Das Ganze wird dann über so ein Animation Notify State gehen. Und dafür wollen wir eine Interface-Funktion erstellen, um das zu machen. Hierzu gehen wir in die BP Enemy Base. Unter Class Settings haben wir ja unsere Interfaces in BP Enemy Base. Über Add Function. AI NPC Range Attack. Das ist das Interface. Kompilieren und speichern. Dann können wir wieder in die BP Enemy Base gehen. Da haben wir unter Interfaces hier auf der linken Seite unsere neue Funktion. Können wir dann Rechtsklick draufdrücken hier in den Graph. Add Event. Event AI NPC Range Attack. Hier können wir dann hingehen und mit Spawn Actor uns dann Spawn Actor from Class auswählen. Das Ganze wird dann halt in die Welt setzen, die Klasse vom Projektil, die wir gemacht haben. Die Klasse hier an der Stelle, die können wir einfach rausziehen und Promote to Variable. Projectile Class nennen. Das Projektil, das muss ja in der Front, also vor dem NPC-Gegner gespawnt werden. Hierzu werden wir dieses Spawn Transform einmal aufbröseln mit Rechtsklick Split Struct Pin. Der Spawnpunkt muss halt vor dem Gegner sein, also vor seiner Nase quasi, und in Richtung Spielergegner dann sich bewegen. Hierzu brauchen wir erstmal Informationen zu dem Gegner selbst. Rechtsklick Get Actor Location. Das ist da, wo er sich befindet. Das nächste, was wir brauchen, ist Get Actor Forward Vector. Diese zwei kann man dann nutzen, um das Projektil in Front oder vor diesem Computergegner zu spawnen, also vor dem NPC. Der Get Actor Forward Vector, der zeigt ja im Grunde an, in welche Richtung der NPC gerade guckt. Und wir wollen halt vor diesem Vektor dann diesen Spawnpunkt setzen. Jetzt wollen wir halt die oberen Get Actor Location mit Plus, also ein Add Vektor mit Vektor addieren. Und beim Get Actor Forward Vector mit Multiply zum Sternchen Multiply. Das Ganze mit so einem Float etwas verschieben. Das heißt hier Rechtsklick drauf. Convert Pin, Float, Single Position. Dann können wir diesen Vektor mit einer Float-Zahl multiplizieren. Was wie 21. Das, was da rauskommt, dann hier oben addieren. Und Spawn Transform Location entsprechend hier einstöpseln. Damit ist der Spawnpunkt etwas vorher, also vor dem Gegner, sozusagen vor seiner Nase, dass das so aussieht, als wenn er dann spucken wird. Im Grunde wollen wir diese Actor Location nehmen und 21 Einheiten vor dieser Location dann diesen Actor hier spawnen, dieses Projektil. Und dabei nutzen wir den Forward Vektor, um dort zu berechnen, in welche Richtung das geht. Das Ganze addiert gibt halt einen neuen XYZ-Koordinate, wo das Ganze dann vor dem Gegner gespawnt werden darf. Das ist die Idee dahinter. Dann können wir beim Spam Actor nochmal die Reiter hier aufmachen. Hier haben wir den Owner. Da können wir mit getSelf eine getAReference to Self holen, den bei Owner dann einstöpseln. Der Owner ist ja der NPC selbst. Das heißt, in unserem AI NPC Projektil Base, da haben wir ja hier bei diesem Overlap Event hier an der Stelle vom Damage Causer, der den Schaden verursacht, da ist ja dieser getOwner. Das ist im Grunde der Owner, der dort verwendet wird. Der Damage Causer ist halt quasi der Wurm oder vom Blueprint Worm an der Stelle. Das ist ja dann runter vererbt auch in die Kind-Klasse mit dem Wurmgegner, sodass der an der Stelle mit dem Self-Reference dort einfach Wurm sagt. Die Spawn Transform Rotation ist auch wichtig an der Stelle. Das können wir nachher auch noch nachpflegen. Wir gehen jetzt einmal über in den Animation Notify State, um den zu machen. Wir haben im Content Browser unseren Wurm, dort unsere Animation Blueprint. Ach, ich wollte die Montage öffnen. Das heißt, im Content Browser nochmal, da habe ich die Animation Montage und da brauchen wir unseren Animation Notify State.
bei den Notifiers hier unten. Jetzt wollen wir einen Animation Notifier State erstellen. In dem Content Browser in AI NPC. Rechtsklick, Animation. Das ist eine Blueprint Class, die wir hier machen. Da ist die Animation Notifier State drin. Blueprint Class. Dann die Anim Notify State. Select. ANS-AI NPC Range Attack. Dann können wir den Animation Notify State hier öffnen. Das ist halt ähnlich, was wir beim Paladin schon gemacht haben. Hier wollen wir bei den Functions Override einmal den Namen überschreiben. Get Notify Name. Und die nächste Funktion, die wir hier überschreiben mit Override, da Received Notify Begin. Die zwei wollen wir überschreiben. Das Ende wollen wir nicht überschreiben, falls wir an der Stelle gerade nicht brauchen. Bei dem Get Notify Name können wir dann halt nennen Range Attack. Dann zurück in der Worm Attack Montage. Da können wir uns aussuchen, wo wir das Ganze dann einsetzen. Wenn er sich dann so bewegt, ungefähr hier, wird er dann schießen, nachdem er sich so gewölbt hat, ungefähr hier an der Stelle. Hier dann mit Rechtsklick, Add Notify State, ANS AI NPC Range Attack. Da wird dann auch das Beginn laufen. Das sieht an der Stelle okay aus, ungefähr dann. Jetzt können wir wieder zu unserem Animation Notify State gehen und dort den Received Notify Begin überschreiben. Gehen wir hin und können von diesem Mesh Component den Besitzer holen. Components Get Owner. Und danach können wir die Funktion ausführen. Und zwar unsere Event AI NPC Range Attack. Unsere Interface-Funktion dort. AI NPC Range Attack. Das Ganze verbinden wir an der Stelle. Kompilieren und speichern. Jetzt können wir in die BP Enemy Base wieder gehen. Was hier an der Stelle passiert ist, im Grunde, wenn er halt die Distanz checkt und dann entsprechend auch schießen kann. Hier im True-Zweig, da spielt er mit F-Play Attack Montage. Die Montage mit Event AI NPC Range Attack. Und er spielt an der Stelle auch dieses Montage. Und spawnt uns auch das Projektil als solches. Jetzt braucht man noch ein Projektil hier. Projectile Class, das wir hier nutzen. Das können wir halt in der Kind-Klasse jetzt verwenden. Kompilieren und speichern. Und zwar von BP Enemy Base. Da ist ja unser Wurm hier. Der erbt ja auch davon. Da die Blueprint Class Enemy Worm Easy. Open Full Blueprint Editor. Dort haben wir jetzt das Projectile Class hier als Variable. Und hier ist dann, hier brauchen wir das Projektil. Hierzu gehe ich auf diesen Browse. Content Browser. Unser P-Worm Asset Ball. Einmal ausgewählt und hier zugewiesen. Im Projectile Class. Ach, ich meine den Worm Asset Projectile, unsere Blueprint Klasse. Die können wir dort einstöpseln. Wir brauchen ja die Klasse da. In Enemy Worm Easy zugewiesen. Dann haben wir beim Projektil Class die Worm Asset Projectile. Kompilieren und speichern. Macht vielleicht Sinn, dass wir den irgendwann umbenennen. Wenn wir halt verschiedene Wurmgegner haben, dann haben die halt andere Projektilklassen, die dann rumschicken oder rumschießen. Jetzt kann er schon Projektile verschießen. Bei unserer BP Enemy Base, der weiß halt noch nicht wohin. Mit Spawn Transform Rotation brauchen wir natürlich auch nur eine Richtung. Hier brauchen wir so eine Arrow-Komponente, die wir hier einstöpseln. Das heißt, die müssen wir eventuell selber machen. Wir können aber auch diese hier mal probieren, ob er das damit auch macht. Das heißt, dass wir diesen Arrow bei der Capsule Component einfach nutzen. Können Sie einfach mal testen, ob das damit auch geht. Die Arrow Komponente, die hole ich hier einmal und mit Get World Rotation haben wir dann die Ausrichtung und stöpseln die bei Spawn Transform Rotation ein. Wenn es halt an der Stelle nicht klappt, machen wir unseren eigenen Pfeil. Gut, wir haben hier ein Arrow. Character Arrow Component is not Blueprint visible. Das heißt, wir müssten ein eigenes, eine eigene Pfeil-Komponente hier nutzen an der Stelle. Die lösche ich dann wieder raus. Hier können wir dann unter der Capsule Component hier über Add Arrow auswählen. Dann so Arrow einfach erstellen.
Arrow Projektil Spawn Location. Den speichern. Im Viewport ist das halt dieser große rote Pfeil an der Stelle, den wir hier haben. Kompilieren und speichern. Der wird ja in den Wurm ja auch noch runter vererbt. Heißt, wenn wir unseren Wurm aufmachen, unseren Blueprint Class Enemy Worm Easy, dort im Viewport können wir dann entscheiden, wo diese Arrow Projectile Spawn Location dann sein soll. Ich darf an der Stelle einfach ein bisschen weiter nach vorne und ein bisschen tiefer. Ist nicht zu tief. Das ist ja ein Top-Down Dungeon Crawler. Wir haben ja eine Perspektive, die halt von oben ist. Also ungefähr hier vor seinen Mund oder so. Muss halt nicht zu tief sein. Kompilieren und speichern. Jetzt können wir in der BB Enemy Base wieder in den Event Graph und dort ja diese Spawn Transform Rotation einfach setzen. Wir holen uns diesen Arrow Projectile Spawn Location. Dann die Get World Rotation. Das Ganze können wir halt hier einmal probieren. Hier Spawn Transform Rotation. Kann sein, dass wir das hier oben schon nicht mehr brauchen mit dem Pfeil, weil wir den ja hier unten schon haben. Kompilieren und speichern. Können einmal testen, ob der in unsere Richtung dann spuckt. Der läuft dann auf uns zu und spuckt so ein Projektil auf uns. Ja. Das Ganze ist ja auch zerstört worden. Heißt, wenn das hier dann ausgeführt wird, dann haben wir ja unser Projektil aus der Base-Klasse. Wenn das halt dieses Overlap hat, entsprechend und mit dem Spieler kollidiert, dann über das Delay zerstört es sich auch selber und ist dann weg. Jetzt können wir in der BB Enemy Base von diesem Pfeil ja auch die Weltkoordinaten holen. Das heißt, das können wir hier einmal ausstöpseln und auch uns von dem Arrow Projektil spawnen. Get World Location holen. Das im Spawn Transform Location einstöpseln. Mal sehen, ob das auch so klappt. Jetzt müsste er gleich auf mich schießen. Und der schießt. Ja, und der Pfeil kommt an. Das funktioniert auch mit dem Code. Können wir das hier wieder löschen. Das ist jetzt so eine Möglichkeit, wenn man jetzt kein Arrow Component hat oder sowas, um etwas zu spawnen, dann geht man in Richtung Get Actor Location, dann den Forward Vector, addiert die dann mit zum Offset, damit das halt ein bisschen vor der Nase da ist. Wir haben jetzt bei uns allerdings so ein Projektil, zwar so ein Arrow, den wir nutzen, und der hat ja schon seine Information, weil er vor dem Gegner ist, vor dem Mesh da, und nutzt dann seine Information, um das gleich zu bekommen. Halt auf einem anderen Weg. Das ist halt ein bisschen komfortabler. Heißt, für jeden Gegner haben wir ja dann diesen Arrow, den man einfach anders platzieren kann, um entsprechend so Range Attack dann zu realisieren. Hier ein Beispiel jetzt mit dieser Spuckattacke beim Wurm. Das war's auch schon für dieses Video. Im nächsten Video können wir uns darum kümmern, dass der Gegner halt mehr als nur einmal auf den Spieler spuckt oder ihn attackiert mit so einer Range Attack. Damit möchte ich mich kurz verabschieden und ich sehe euch einfach im nächsten Video. Bis bald!